Wir haben sie alle schon gesehen. Menschen, die das Unmögliche möglich machen, die ihr Leben leben wie in einem Anime. Und heute sprechen wir über so eine Persönlichkeit namens David Goggins. David Goggins ist eine Persönlichkeit, vor allem in den USA bekannt, aber natürlich kennt man hier auch schon seinen Namen, das ist keine Frage. David Goggins lebt sein Leben wie in einem Anime. Was meine ich damit? Er läuft und läuft und läuft. Heutzutage ist er bekannt als Motivator, als Läufer ohne Pause. Ich habe schon Clips gesehen, wo er sagt, dass er Tage läuft. Wirklich Tage. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass man eigentlich sich gar nicht vorstellen kann, dass er so schnell oder lange laufen kann. Vor allem nicht mal, dass ein Mensch so schnell oder lange laufen kann. Ja, einfach nur unglaublich. Nicht realistisch, zumindest für den normalen Menschenverstand. Aber er tritt Türen ein, wofür andere Türen sind. Was meine ich damit? Kennt ihr diese Stories? Irgendein Anime-Held oder ein Anime-Charakter wächst in den schlechtesten Bedingungen auf, ist schwach, ist auf Level 1 und wie man es klassisch so kennt, er levelt sich hoch. Er macht aus seiner schwachen Version etwas, wovon man eigentlich gar nicht geträumt hätte. Dieser David Goggins ist dick gewesen, war a mess, wie er selbst sagen würde, und hat sich vom schwachen Mann, vom dicken Versager, von einem Menschen, der sich schwach und minderwertig fühlt, zu jemandem entwickelt, der ein Soldat des höchsten Grades ist. Des höchsten Grades. Was meine ich damit? Wie man hier sehen kann, war er ein dicker Mann. Er war einfach nur ein Mess. Er konnte sich gefühlt nicht im Spiegel anschauen. Und er sagt auch selbst, dass er sich so schlecht gefühlt hat und so uncomfortable. Ja, ich nenne hier ein paar englische Wörter auch, ne? Damit ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht es auch. Und das Krasse ist, dass er sich von dieser Version zu dieser Version entwickelt hat. Wow. Und er erklärt auch, wie. Er ist einfach irgendwann der Bundeswehr beigetreten, beziehungsweise, ja, US Army, ja, natürlich in USA. Hat da Disziplin gelernt, hat da Kampfkraft gelernt, ja. Er hat da so viel gelernt und seinen Körper so transformiert, so verändert, sodass man ihn heutzutage gar nicht mehr wiedererkennen kann. Ich glaube, er ist jetzt ein anderer Mensch, nicht nur optisch, sondern psychisch auch, denn er hat das gemacht, was in Animes gang und gäbe ist, aber in der echten Welt nicht realistisch. Zumindest für 99% der Menschen ist das nicht realistisch, denn er hat Türen gesprengt, Fenster gesprengt, er hat Häuser gesprengt. So kann man es wirklich sagen. Er hat den Gedanken im Kopf in die feste Materie gebracht. Er hat das wahrgemacht, woran keiner geglaubt hat. Er ist von Level 1 auf Level 100 gesprungen. Hier erklärt er auch, wie er es geschafft hat. Just got to run a 120-mile week, 2,000 pull-ups, 4,000 push-ups, and hundreds of reps at the gym. I hear it all the time. Goggins has a great message, but you don't want to end up like him. His body's all fucked up. You're not afraid of having a fucked up body. You're afraid of the fucking effort. See, what you don't understand is this. We're all being tested. And that road to success is a bumpy ass fucking road. Heutzutage ist er ein Vorbild für viele, viele Menschen auf der ganzen weiten Welt. Denn er motiviert, er inspiriert Menschen zu wachsen, die Grenzen zu sprengen. Only the sky's the limit, wie man so schön sagt, ja. Und das ist das Krasse, was er geschaffen hat als Celebrity, will ich schon fast sagen, als Star dieser neuen Generation, indem er wieder die neuen Werte vermittelt, die früher normal waren. Er hat auch zum Beispiel gezeigt, was ihn motiviert hat, was ihn inspiriert hat. Ich meine, die Leute, die heutzutage groß sind, die hatten ja auch irgendwelche Inspirationen bekommen, durch die quasi initiiert wurden, um auch selbst eine Persönlichkeit werden zu können überhaupt, ja. Das ist wirklich etwas, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wir brauchen einfach diese Menschen, die einfach herausragen. David Goggins ist dafür ein perfektes Beispiel. Es gibt noch zahlreiche Beispiele, die ich hier nennen kann,
über die ich hier reden kann, aber er ist wirklich jemand, über den man heutzutage viel spricht und der auch überall gang und gäbe ist. Auf YouTube, auf Instagram, überall sieht man sein Gesicht und ich glaube, egal oder die meisten, die das gerade schauen, werden mir zustimmen, dass sie schon mal dieses Gesicht oder seine Stimme gehört haben. Das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Video.